Hallo zusammen, du möchtest auch gerne abnehmen? Gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit übrigens sehr groß, dass du schon mal die ein oder andere Diät gemacht hast in deinem Leben. Ich werde dich jetzt auch nicht fragen, wie das Ganze geklappt hat, gewichtstechnisch, sondern ich werde es dir sogar sagen. Am Anfang, da hast du relativ gut abgenommen, ja. Da warst du möglicherweise auch sehr, sehr euphorisch, weil du geglaubt hast, okay, ich kann es ja doch schaffen, ja, endlich mein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Vielleicht bist du sogar auch bis dorthin gekommen, das kann durchaus sein, aber nach ein paar Wochen oder spätestens ein, zwei Monate, ja, das sind einfach nach und nach wieder die alten Kilos zurückgewandert. Und vielleicht sogar wiegst du dann sogar noch mehr, ne, als du zu Beginn der Diät gewogen hast. Und das ist jetzt einfach mal der ganz typische Diätverlauf. Ja? Da müssen wir keine Propheten sein. Und jetzt schauen wir uns mal an, wieso es immer und immer wieder zu diesem ganz typischen Diätmuster kommt. Ja? Und vor allem, wie du das Ganze auch vermeiden kannst. Zunächst mal, Diäten basieren in der Regel auf einem sehr großen Kaloriendefizit. Ja? Auch wenn oft gar kein Kalorienbewusstsein notwendig ist bei einer bestimmten Ernährungsweise und auch keine Kalorien gezählt werden. Ja. Es steckt aber sehr, sehr oft ein großes Kaloriendefizit dahinter. Besonders extrem ist das Ganze bei denjenigen Diäten, die sich auch nur auf wenige Lebensmittel beschränken. Ja, aber auch bei denjenigen Diäten, die eine sehr starke Einschränkung erfordern. Also ich meine, in vielen Diäten wird ja oft nahezu komplett auf einen bestimmten Makronährstoff verzichtet. Also meistens sind es die bösen Kohlenhydrate oder eben Fett. Ja, oder es gibt ja auch viele Diäten, wo teilweise nur wenige oder manchmal nur ein Lebensmittel gegessen wird. Also es gibt ja wirklich alles Mögliche. Ja. Und das ist natürlich schon sehr, sehr extrem, dieses Kaloriendefizit, was da oft dahinter steckt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Dieses große Kaloriendefizit wirkt auch zunächst mal in Richtung Gewichtsabnahme. Die Betonung liegt aber auf zunächst. Langfristig tust du dir damit nämlich überhaupt keinen Gefallen und der Jojo-Effekt, der ist da quasi auch wirklich vorprogrammiert. Und dazu kommen wir gleich noch genauer. Dieser starke Anfangseffekt ist aber alleine schon mal aus Marketing-Gesichtspunkten genau so gewollt. Ja? Es klingt einfach nicht wirklich spannend, ja? Wenn man in einem Werbespot sagen würde, komm, lass uns mal eine ausgewogene Ernährung, mit einer ausgewogenen Ernährung stabil und nachhaltig abnehmen. Ja? Klingt einfach nicht sexy. Und auch wenn das langfristig ja, auch wenn es langfristig eben wesentlich sinnvoller wäre, genauso vorzugehen mit einer ausgewogenen Ernährung, die du halt auch stabil in deinem Alltag umsetzen kannst, langfristig. Außerdem sollen die Menschen ja auch das Gefühl kriegen, ja klasse Mensch, die Diät, das ist ja der Wahnsinn, die Ergebnisse, die funktioniert ja super. Ja, es wird leider auch viel zu selten die Frage gestellt, war diese Diät jetzt eigentlich der richtige Ansatz? Und wenn es dann eben mal nicht klappt, ja, viel eher gibt man sich selbst die Schuld nach dem Motto, Mensch, ich habe einfach keine Disziplin. Ja? Und das ist völliger Quatsch, du hast diese Disziplin. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ganz wichtig, das sehe ich immer wieder auch bei meinen Teilnehmern im Abnehmprogramm. Wenn die Ernährung nämlich so gestaltet ist, dass es dir auch leicht fällt, dann hast du nämlich auch plötzlich diese Disziplin. Auch du, das kannst du mir glauben. Ja, und nur mal ein Beispiel, diese ganzen Menschen, die ach so toll abnehmen, ja, und hier in den Medien präsentiert werden, frag mal ein Jahr später nach, wo diese Menschen dann gewichtsmäßig stehen. Da spricht nämlich keiner drüber. Und abgesehen davon verlierst du auch bei diesen Extremgewichtsabnahmen sehr, sehr viel wertvolle Substanz. Ja, das ist auch sehr viel Muskulatur, die eben wirklich günstig wirkt, gerade in Richtung Grundumsatz auch. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Fokus. Wenn du eine Diät startest, dann bist du mit 100% Fokus dabei. Sag mal, manchmal 110% gefühlt. Das ist wirklich enorm. Viele Menschen, die bereiten sich ja auch mental, ja, lange auf den Start von einer Diät vor. Ich meine, wie oft haben wir das schon gehört? Am Montag, da fange ich an oder am 1., da fange ich an. Ja, aber am Wochenende, da werde ich erstmal noch essen gehen. Also da liegt schon quasi der volle Fokus auf dem Start, in dem Beispiel am Montag.
Aber eben nur dieser große Fokus eben nur auf dem Start und entsprechend bleibt der Fokus auch nur 1 oder 2 Wochen lang. Ja? Dann kommen wieder durch den Alltag bedingt verschiedene Stressphasen rein, ja, und dann verschwindet dieser Fokus wieder. Der Fokus, den man am Anfang noch auf die Ernährung hat, der wird so nach und nach wieder überlagert, ja, von den anderen Themen im Alltag, die einen halt belasten oder stressen. Und ganz ehrlich, das ist auch gar nicht möglich, ständig mit einem super hohen 100% Fokus diese Ernährung zu leben. Ja, das wäre schon quasi Extremsport und definitiv nicht alltagstauglich, also langfristig. Und ich kann dir sagen, es ist auch nicht notwendig, mit so viel Fokus unterwegs zu sein. Du erreichst auch mit dauerhaft 80%, ja, wunderbar dein Wunschgewicht. Aber wie gesagt, es muss halt dann wirklich kontinuierlich diese 80% sein. Ja? Und es ist übrigens viel angenehmer, mit 80% Fokus abzunehmen. Macht viel mehr Spaß, weil du dann eben auch abnimmst, ja, und weil es besser klappt, bist du automatisch wieder mehr motiviert. Ja? Also das ist wirklich eine super Spirale nach oben. Ja, und das ist eben das typische Diätmuster und das kann langfristig auch gar nicht funktionieren. Aus verschiedenen Gründen. Also viele Diäten sind einfach nicht alltagstauglich. Ja? Ständig musst du irgendwas zählen, die Gerichte sind aufwendig in der Zubereitung, ja? Oder du musst irgendwie bestimmte Zeiten einhalten. Oft kommen noch andere Anforderungen dazu, die deinen Alltag einfach, ja, nur komplizierter machen am Ende. Ja? Nächster Faktor, Hunger. Das ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe, weshalb Diäten langfristig auch im Prinzip nicht klappen können. Ja? Oft ist das Kaloriendefizit so groß oder eben entsprechend die Essensmenge, das Nahrungsvolumen so gering, dass du einfach Hunger kriegst. Ja? Und es gibt nichts, wirklich nichts Schlimmeres beim Abnehmen als Hunger. Das ist der absolute Übergegner. Gegen den hast du keine Chance. Ja? Nicht mal, wenn du im Bett liegst und denkst, okay, ich habe ja jetzt den Tag irgendwie geschafft. Selbst dann kann es dir passieren, du wirst nachts wach vor Hunger. Ja? Also der verfolgt dich teilweise. Und klar, dass du dann erstmal im blödesten Fall zum Kühlschrank läufst und abends oder mitten in der Nacht dann noch was futterst. Ne? Ganz klar. Aber der Hunger, der entsteht auch auf hormoneller Ebene. Ja? Weil die Diäten, die sind so konstruiert, dass dein Leptinspiegel nahezu sicher ansteigen wird. Ja? Leptin ist dein Hungerhormon und das wird eben dafür sorgen, dass du eben diese Unterversorgung an Essen, an Nahrung ausgleichst. Ja? Und das Ergebnis, da wirst du wieder vom Plan abweichen, von der Diät, wirst nachlässig, bist frustriert und naschst wieder und so weiter. Ja? Nächster Aspekt, wir dürfen auch den gesundheitlichen, den Vitalstoffaspekt nicht vergessen, ja? Weil bei vielen Diäten, da läufst du gnadenlos in einen Vitalstoffmangel rein. Das ist alles andere als gesund und kann dir langfristig ernste Probleme bereiten. Ja? Abgesehen davon schwächen wir dadurch, gerade was den Vitamin B-Komplex betrifft, ganz massiv unseren Stoffwechsel. Ja? Ja, wenn auch du abnehmen möchtest und zwar langfristig mit einer Ernährung, die lecker ist, ja, die dich auch wirklich satt macht und die vor allem auf dich und deinen Alltag zugeschnitten ist, ja, dann komm hier gerne mal in mein kostenloses Strategiegespräch. Einfach hier oben draufklicken und kurzes Formular ausfüllen. Wir unterstützen dich nämlich auf deinem Abnehmweg sehr persönlich, was ich unheimlich wichtig finde. Ja? Wir sorgen letztlich dafür, dass dir die Umsetzung leicht fällt und dass du nämlich am Ende dran bleibst. Also einfach mal hier oben draufklicken und das Formular ausfüllen.